Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flav Universe Video. Ich wurde gefragt, ob ich Empfehlungen geben kann, wie man denn auf dem FEC-Server am besten sein Geld investieren sollte. Und ich meine, ich kann jetzt nicht auf alle Gegebenheiten eingehen und der FEC-Server geht 6 Monate lang. Das wäre ein bisschen komplex. Ich orientiere mich jetzt hier vor allem extrem am Start und das hier ist Teil 11 meines FEC-Sabathons vom letzten Jahr. Das war also das Ende von dem Sabathon und da war ich Level 114. Und A-Pros haben mir 4,75 gekostet, also 4.750.000 Penya mal 2, 9,5 Millionen. Das bedeutet, der Cashkurs zu dem Zeitpunkt war knapp unter 100 Millionen und das war schon ein günstiges Angebot. Das heißt, wahrscheinlich waren da F-Coins so ziemlich genau bei 100 Mio pro 1000. Und das bedeutet wiederum, dass innerhalb von 5 Tagen, also innerhalb von wenigen Tagen, am 5. Tag sozusagen schon, beziehungsweise am Ende des 5. Tages, sich tatsächlich die F-Coin-Preise schon auf ein Niveau von eben 100 Mio pro 1000 bewegt haben. Und das ist recht viel und das will ich euch vor Augen halten, hier als Intro sozusagen. Der Cash-Preis, der wartet nicht auf euch. Und eine essentielle Regel, die man sich davon ableiten kann, vor allem für die ersten Tage. Wie lange diese Phase geht, ist immer schwer zu sagen, das ist auch immer unterschiedlich, also das kann man unmöglich predikten. Aber wie lange diese Phase geht, ist eigentlich egal. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr in den ersten Tagen, je früher, desto wichtiger, aber eigentlich ist das so eine Regel, die sich fast durch den gesamten FEC zieht. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Dass man einfach nicht mit Geld offline geht oder vor allem nicht mit viel Geld offline geht. Höchstens so viel Geld, wie man wirklich zwingend braucht für, keine Ahnung, irgendeinen Kauf, den man schon eingeplant hat oder für irgendwelche Food-Sachen oder so, für Pet Candy, für solche Geschichten braucht man natürlich auch immer so ein bisschen Penya. Aber man sollte wirklich nie mit viel Penya offline gehen. Und dann habe ich jetzt wirklich mal so eine Liste gemacht mit den Items, die wirklich so die ersten 4-5 Tage relevant sind. Je nachdem, wie schnell ihr levelt. Also wenn ihr sehr schnell levelt oder sehr hart grindet, dann kann das schon sein, dass ihr schon an Tag 2 sowas erreicht. Aber im Endeffekt ist diese Liste auch eher an Free-to-Play-Spieler gerichtet. Das sieht man direkt am zweiten Item, warum das hier eher Free-to-Play-mäßig relevant ist. Oder auch die ersten beiden Items sind direkt die Free-to-Play-Items. Jemand, der casht, kann sich ja nahezu alles im Cash-Shop kaufen, also außer Equipment. Für den ist es natürlich relativ irrelevant, weil was F-Coins kosten, wie viel dein Penya wert ist, das juckt dich ja überhaupt nicht, wenn du casht, weil dann kannst du ja sowieso alles kaufen. Deswegen sage ich mal, ist das für Casher eher uninteressanter. Vielleicht auch nicht unwichtig, wenn ihr, je nachdem wie viel ihr casht oder je nachdem wie viel ihr dann tatsächlich spielt. Aber diese Liste ist jetzt vor allem im Gedanken oder in Gedanken an einen Free-to-Play-Spieler entstanden. Und ja, das erste und wichtigste Item ist natürlich die Penya Flask. Die kennen wir alle, die kann man im Premium-Shop kaufen. Adventurer's Fortune Flask ist die Pay-Variante und das Elixier, das blaue ist es immer, ist dann diese Free-to-Play-Flask, Penya Flask wird sie immer genannt. Die kostet 280.000 Penya pro Stunde. Da muss ich fast noch ausbessern hier. Penya natürlich. Penya pro Stunde. Und die gibt es in verschiedenen Varianten, kostet immer gleich viel. 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, kostet immer 280.000 pro Stunde. Und so viel Geld, also 280.000 Penya pro Stunde, wann hat man so viel Geld ungefähr als Free-to-Play? Vor allem, wenn man jetzt auch nicht unbedingt viele Quests gemacht hat. Müsste so gegen Level 30 sein, dann kann man sie sich für den Main-Character leisten und dann noch 1-2 Mal Inventar leeren, dann kann man sich auch für den AM leisten und dann, ja, wenn man genug Geld hat, dann immer laufen lassen. Die sollte immer am Start sein für alle Charakter tatsächlich. Also auch wenn ihr 8-Chart-Taktik machen sollt, immer auf einen Charaktern aktivieren, unabhängig von der Party-Einstellung. Auch wenn die Party auf Schaden ist, Penya Flask sollte immer laufen. Das ist wichtig. Kostet ja aber auch nicht viel. Dann für mich, also die Priorität ist quasi absteigend von oben nach unten. Oben sind die wichtigsten Sachen, unten die unwichtigeren. Gigglebox 15 Tage. Also meiner persönlichen Meinung nach super wichtig. Jeder weiß, der schon mal ohne CS-Pad Flav gespielt hat, wie ätzend das ist. Die kostet 14 Millionen Penya. Und ich würde sie euch immer empfehlen, statt einem permanenten Pad. Also hat auch jemand gesagt, ja, kauft doch einfach ein permanentes Pad dann. Das kostet 1000 F-Coin. 100 Millionen Penya Free-to-Play. Wenn ihr kein Glück mit den Drops habt, ist das unfassbar schwierig zu bekommen. Und die Gigglebox verschafft euch ein 15-tägiges Zeitfenster, in dem ihr entweder euch für Penya ein Permapad kaufen könnt oder ihr habt ja mindestens 2 Charakter. Die Gigglebox hält 15 Tage. Das heißt, ihr kauft einfach das Pad für Penya auf einem Char für 15 Tage und nach diesen 15 Tagen kauft es einfach auf dem zweiten Char und dann kannst der erste wieder kaufen. Und dann der zweite wieder. Also ihr könnt immer eine Gigglebox aktiv haben, sofern ihr 2 Chars habt.
und müsst niemals ein permanentes Pad kaufen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber langfristig ist es doch viel teurer. Nee, weil der F-Coin-Kurs steigt ja immer weiter und irgendwann sind 1000 F-Coins 2 Milliarden wert oder so. Da kräht kein Hahn mehr nach 14 Mio. Ja, also will ich nur mal gesagt haben, ich würde eher Abstand von einem permanenten Pad nehmen als Free-to-Play-Spieler. Wenn ich aber auf Bodeng sowieso noch keins habe oder generell einfach keinen Bock habe, die Gigglebox immer wieder zu kaufen, dran denken zu müssen, dann kann man es später machen, aber am Anfang würde ich euch unbedingt die Gigglebox empfehlen, da braucht man kein permanentes Pad. Ungefähr auf der gleichen Prio wie die Gigglebox ist 60er-Set und Guardian-Waffe, beziehungsweise reicht auch eine 57er oder Clockbox-Waffe. Kommt immer auf die Kosten drauf an. Ihr seht auch hier schon bei den Equipment-Sachen steht immer XX Millionen Penya. Ja, weil das halt einfach abhängig ist. Also ich meine, ein Jester Level 60er Equipment, beziehungsweise der würde sowieso noch Cruiser wahrscheinlich tragen, wenn er mit Autotext levelt. Aber es hängt halt wirklich stark von der Klasse ab, wie teuer dieses Equipment tatsächlich ist, ja. Und 60er Set ist ja eigentlich auch nur ein Platzhalter. Clockbox-Rüstung wäre für viele wahrscheinlich besser. Clockbox-Rüstung existiert aber in den ersten paar Tagen noch nicht. Und wenn sie existiert, ist sie unfassbar teuer. Also da kommt es immer drauf an. Aber grundsätzlich ist damit einfach gemeint, Equipment ist natürlich relativ wichtig. Wahrscheinlich sogar wichtiger als das CS-Pad. Aber die Kosten dafür können halt auch sehr schnell weit über dem CS-Pad liegen. Und ich persönlich würde mich immer zuerst fürs CS-Pad entscheiden, weil es einfach Quality of Life ist. Und ganz ehrlich, 60er-Equipment, selbst Guardian-Waffen, machen halt dann doch nicht so einen riesigen Unterschied. Und wenn die dann 50, 60 Mio kosten oder so, die kann man ja auch nicht einfach mal so aus dem Hut zaubern. Das gleiche geht dann für 75er-Set und Waffe, also Historic-Waffe 75er-Set. Auch da ist es so unmöglich, die Kosten zu schätzen und variiert extrem, je nachdem, welche Klasse ihr spielt. Wie beliebt eine Klasse ist, macht immer den Preis aus. Wie beliebt die Klassen dieses Jahr sein werden, ist ja sowieso ein großes Thema, weil ja sich ja viel geändert hat mit den Third-Jobs, was die Stärke der Third-Jobs angeht. Deswegen ist das noch schwieriger zu sagen. Also man könnte sich schon am letzten Jahr orientieren. Da könnte man aber tatsächlich ziemlich aufs Maul fliegen, wenn man das macht. Deswegen habe ich jetzt extra keine Preise hier dabei. Aber 75er, 60er Equipment, Guardian, Historic-Waffen, je nachdem, welche man braucht. Also Elementor zum Beispiel braucht keine Guardian-Waffe eigentlich, dem reicht eine Hiss-Waffe. Psykeeper ist es ähnlich. Die können beide mit der 57er-Waffe eigentlich spielen. Und andere Klassen, naja, Blade würde schon stark davon profitieren, beziehungsweise Blade braucht halt eigentlich entweder die Guardian-Waffe oder die Clockbox-Waffen. Beide sind schweineteuer am Anfang. Ja, also ihr seht schon, das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall priomäßig Equipment doch relativ hoch. Weil ein bisschen Equipment sollte man natürlich schon haben. Nutzlos ist es auf jeden Fall nicht. Dann habe ich hier Schmuck dabei. Meiner Meinung nach sollte man als Free-to-Play-Spieler keinen Schmuck am Anfang kaufen. Schmuck ist tatsächlich relativ teuer und man droppt doch relativ viel. Dass man jetzt direkt plus 7er Schmuck droppt oder plus 6, plus 5, ja, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Leider, da ist auch immer Pech und Glück. Aber Demol plus 7 ist das beste Beispiel. Bringt am meisten, also viel mehr als ein Vigor oder ein Arik plus 7. Arik und Vigor plus 7 ist einfach nur Geldverschwendung, weil die bringen so gut wie gar keinen Schaden. Das ist wirklich Geldverschwendung. Beim Demol plus 7 kann man schon eher sagen, okay, der lohnt sich schon eher, weil der bringt verhältnismäßig viel Schaden. Ja, aber der kostet auch ultra viel. Der kostet über 100 F-Coin in den ersten Tagen. Ich könnte mir sogar vorstellen, über 200 F-Coin, die ersten Demols plus 7, die gedroppt werden. Will ich mir gar nicht vorstellen, wie teuer die verkauft werden. Also das ist echt so eine Sache, da würde ich die Finger von lassen. Ich würde das gedroppte Zeug benutzen. Und wenn du wirklich das Glück hast und du droppst einen Demol plus 7 in den ersten Tagen, da würde ich mir halt wirklich überlegen, will ich den nicht lieber verkaufen und mir davon XY holen, eine 3 Tage Red Flask, eine Guardian-Waffe oder sonst was, weil ehrlich gesagt ist das ja wahrscheinlich viel mehr wert. Und der Demol plus 7 wird ziemlich sicher stärker im Preis sinken als F-Coin oder Premium-Items oder so. Deswegen hier mein Tipp eher nicht kaufen und nur verkaufen. Dann Ringmaster Equipment, wie wichtig das ist, hängt wieder vom Spielstil von der Klasse ab. Ich würde immer nur das kaufen, was ich tatsächlich brauche. Wenn ich jetzt 1v1 spiele und meine M läuft nur hinterher und bufft mich und gelegentlich heilt er mich mal, damit er mehr XP bekommt, dann reicht es mir einfach nur auf Int zu gehen. Dann ist mir Cast Time, also Set-Effekte sind es dann in der Regel, vollkommen egal. Wenn ich tatsächlich Face-Tank spiele, AOE, und ich bin auf das Healing von meinem M angewiesen, na, dann ist natürlich Cast-Time nicht ganz so unwichtig, wobei ich immer noch sagen würde, Int ist insgesamt wichtiger. Aber natürlich, dann ist die Cast-Time nicht unentscheidend. Und dann, ja, muss man vielleicht den Schritt wagen und tatsächlich in ein volles RM-Set bzw. Wedge-Set oder so investieren. Danach kommt ein 90er-Set und Waffe und dann halt natürlich auch 105er-Set und Waffe.
Aber ich denke mal, spätestens da weiß man dann schon, was das alles kosten wird. 105er Equipment ist lustigerweise oft sogar ein bisschen günstiger, zumindest die AG-Waffen im Verhältnis. Kommt auch immer drauf an. Aber AG-Waffen sind relativ schnell immer überfarmt im Vergleich zu Historic und Guardian zumindest. Also da kann man je nach Klasse sogar günstiger wegkommen als mit den Sachen davor. Dann habe ich als nächstes hier Power-Ups für Penya von, und als Beispiel der Low-Up-Cut, vom Premium Store. Und zwar, wer das nicht weiß, man kann tatsächlich in-game für Penya die Power-Ups auch aus dem Premium Shop für Penya kaufen. Ich empfehle nur Low-Up-Cut, Def Low-Up-Cut, gegebenenfalls Low-Grid E, wobei Low-Grid ist viel zu teuer, das kostet zu viel. Und Elixir of Stone ist noch ein ziemlich gutes Investment. Also Low-Up-Cut, Low-Def-Up-Cut, Elixir of Stone, das sind so meine Geheimtipps. Das sind Power-Ups, die richtig viel bringen. 10% Verteidigung, 10% Angriff oder 100 Verteidigung als Flat-Wert. Und die bringen relativ viel, aber Vorsicht, ob sich die wirklich lohnen und ab wann sie sich lohnen, hängt natürlich stark vom F-Coin-Kurs ab. Weil 720.000 Penya hört sich immer günstig an, eigentlich egal in welchem Kontext, würde ich fast sagen. Aber wenn der F-Coin-Kurs bei unter 100 Mio liegt, zum Beispiel, sagen wir 100 Mio, dann kosten ja 100 F-Coin 10 Millionen. Und ein Upcut-Stone kostet ja umgerechnet 30 F-Coin zum Beispiel. Und natürlich ist der Low-Upcut dann trotzdem deutlich günstiger. Aber wenn der F-Coin-Kurs zum Beispiel nur 50 Mio beträgt oder 40, dann merkt man, oh, und dann sinkt sofort auch der Preis von den richtigen Power-Ups. Das heißt, wie sehr sich diese Low-Power-Ups für Free-to-Play-Spieler lohnen, und ich meine, die kaufen sich eigentlich nur Free-to-Play-Spieler, hängt immer vom Cash-Kurs ab. Aber normalerweise lohnen die sich schon relativ schnell. Vor allem, wenn du jetzt wirklich nur eine Stunde Clockworks töten willst oder so. Naja, dann würde ich es halt schon machen. Ist ein kleines Investment. Der Kampf ist wesentlich kürzer. Die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, nimmt damit drastisch ab, weil je schneller der Kampf vorbei ist und so weiter. Also ist meiner Meinung nach schon eine gute Investition. Dann als nächstes kommen Premium-Items. Ja? Ich meine, wenn man das hier oben alles hat, Penya Flask kann man sich immer leisten für alle seine Chars. Man hat ein CS-Pad, man hat genug Equipment, um einfach leveln zu können, dass man nicht stirbt, dass man eine ganz gute Killtime hat, dass wieder mehr Penya auch reinkommt. Wenn man das hat, dann kann man anfangen, sich Luxusgüter zu kaufen. Und Luxus ist Premium und Premium ist ja das, was alle schon haben. Nur du als Free-to-Play-Spieler hast es eben noch nicht. Und das fängt dann an, Red Flask für 3 Tage 500 F-Coin, Party Scrolls hier für 1 Tag leider 300 F-Coin, das ist die Pink Scroll natürlich gemeint. Party Scrolls wäre ich immer vorsichtig, die lohnen sich eigentlich nur für Leute, die wirklich sehr viel spielen, weil man sieht schon 300 F-Coin pro Tag, das ist echt teuer. Natürlich, wenn du die 30-Tage-Version kaufst, ist es dann anteilig pro Tag günstiger, die kostet aber halt auch über 5000 F-Coin. Also was sich da für euch lohnt, hängt auch ein bisschen einfach davon ab, wie ihr spielt. Wenn ihr jetzt echt nicht so ultra viel spielt, dann Party Scrolls eher nicht, dann würde ich lieber immer eine andere Party joinen. Red Flask ist es ähnlich, wenn ich jetzt jeden Tag nur 1 Stunde level, dann brauche ich eigentlich keine Red Flask, das ist dann eigentlich auch schon fast Geldverschwendung. Aber das sind halt die Dimensionen, in denen wir uns hier bewegen, also da braucht man halt auch direkt 500 F-Coin, wenn wir das Beispiel vom Anfang des Videos nehmen, das sind 50 Millionen Penya, das hier dann 30 Millionen. Und das halt wirklich nur für 1 oder für 3 Tage, das ist schon wirklich unfassbar viel Geld. Also da muss man wirklich sehr viel grinden, um sich das zu verdienen und dann auch wirklich aufrecht halten zu können. Dann habe ich hier Couple Ring dazu geschrieben. Da wundern sich jetzt vielleicht einige, dass ich Couple Ring sogar übers Housing gestellt habe, aber da sind wir halt auch wieder beim Stichwort F-Coin-Kurs. Beim Couple Ring ist es sogar richtig lustig. Letztes Jahr war es so, ich war so schnell Level 60 plus und ich hatte so schnell, sag ich mal, einfach mal 10 Mio übrig, dass ich drüber nachgedacht habe, hole ich mir doch schon mal den Couple-Ring, kann ich schon mal meinen Couple starten, kann ich schon mal Couple-Quests machen, damit ich so schnell wie möglich Couple Level 5 erreiche. Warum Couple Level 5? Damit man Golden Luck aktivieren kann. Golden Luck gibt Drop-Rate und ist wichtig, wenn man Clockworks, Meteonica, Red Meteonica und so farmen möchte und gegebenenfalls auch für Couple Housing, aber für Couple Housing muss man leider cashen. Und da war es dann halt einfach so, als ich die 10 Mio zusammen hatte, ist mir klar geworden, Moment mal, der F-Coin-Kurs ist unter 100 Mio, das heißt, der Fancy Cubic Ring im Cash-Shop für 100 F-Coin ist günstiger als 10 Mio und dann habe ich mir tatsächlich den für 100 F-Coin geholt, weil er besser ist und weniger gekostet hat als 10 Mio. Und der NPC in-game verkaufte das Ding für 10 Mio und der ist dann sogar schlechter. Also da auch aufpassen immer, mitrechnen, was ist der F-Coin-Kurs, was kostet mich das Ding wirklich. Und dann zu guter Letzt das Housing.
da ist es das Gleiche. Housing kostet in-game für Penya 100 Millionen. Wenn ihr also wirklich Housing sofort haben wollt, was ich euch eher nicht empfehlen würde, also mit sofort ist wirklich auch, keine Ahnung, Level 60, 70, 80 gemeint, erste paar Tage, muss man aufpassen wieder, weil halt 100 Mio sind dann 1000 F-Coin und das Housing kostet, ich glaube, 1600 F-Coin. Das heißt, auch hier wieder, wenn man jetzt extrem schnell wäre, was das Free-to-Play unwahrscheinlich ist, aber möglich, und man sagt, man will das unbedingt haben, dann kann es tatsächlich sein, dass die 1600 F-Coin, wobei das eher unwahrscheinlich ist, aber weil der Cash-Kurs wirklich sehr schnell auf 100 Mio geht, aber kann sein, dass es dann tatsächlich auch wieder günstiger ist. Also auch da aufpassen und vielleicht auf der Prio-Liste ein bisschen weiter nach unten schieben, weil je höher der Cash-Kurs, desto günstiger wird das Housing. Und ich meine, ob man das jetzt wirklich am ersten Tag hat oder erst am 5., ist relativ, würde ich sagen, egal, macht jetzt nicht so einen gewaltigen Unterschied. Wichtig ist ja, dass man das Housing auf dem Schirm hat und sich definitiv holen wird. Vor allem langfristig halt. Wenn ich jetzt hunderte Stunden grinde mit Housing, mit NPCs, macht das halt schon einen gewaltigen Unterschied. Aber ich würde es jetzt nicht als erstes kaufen, deswegen steht das hier relativ weit unten. Und die entsprechenden NPCs hier nochmal aufgelistet. Themas, Misun, Hatter, Casanova, Alice. Themas gibt Geschwindigkeit, Misun gibt Drop, Hatter gibt PvE-Schaden, Casanova gibt XP und Alice gibt PvE-Schadensreduktion. Das sind die 5 wichtigsten in meinen Augen. Ansonsten muss man einfach gucken, was man vielleicht noch braucht. Und beim Speedset zu guter Letzt mal angekommen. Ja, ist auch ein reines Luxus-Item, für die meisten komplett irrelevant. Eine der wenigen Klassen, wo ich sagen würde, die ist darauf angewiesen oder ein Spielstil, der eher darauf angewiesen ist, ist Hit and Run. Allerdings muss man sagen, Speedsets sind tatsächlich gar nicht so günstig, wie man denkt. Auch die 2% Sets sind relativ teuer und ganz ehrlich, 2% bringt halt auch so gut wie gar nichts. Ja, muss man gucken, ob man sich das wirklich leisten will, vor allem für mehrere Chars, für beide Chars dann. Würde ich auch aufpassen und grundsätzlich ist die Free-to-Play-Regel immer, kauft nicht über 8%, weil der Unterschied zwischen 8% und 10% Speed ist gewaltig in den Kosten und es sind nur 2% Geschwindigkeit. 2% Geschwindigkeit merkt man so gut wie gar nicht. Also der Unterschied zwischen 2 und 8 oder 2 und 10 ist schon recht groß, aber zwischen 8 und 10 ist er wieder relativ gering. Deswegen ist eigentlich so 2 oder 8%, also man kann mit einem 2% Set starten, dass man einfach mal eins hat, oder 4%, später auf ein 8% upgraden und ja, 10% würde ich eher die Finger von lassen. Und das sind eigentlich so die relevantesten Sachen für die ersten paar Tage, würde ich sagen. Falls ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare noch schreiben. Grundsätzlich aber ist hier einfach die wichtigste Regel nochmal zur Wiederholung, nicht mit zu viel Penya offline gehen. Und da auch wieder am Cash-Kurs. Also der Cash-Kurs, ich weiß, es ist wie eine kaputte Schallplatte. Aber es ist halt einfach leider der Entscheidungsträger und daran muss man sich orientieren. Und ich würde jetzt sagen, vor allem in den ersten paar Tagen niemals mit mehreren Millionen Penyan offline gehen, beziehungsweise halt sobald man 100 F-Coin hat oder 50 F-Coin, ehrlich gesagt schon, kauft halt einfach noch ein A-Product. Es kann nicht schlecht werden. A-Product ist ein A-Product. 5 Millionen Penya sind theoretisch wertlos, weil ihr nicht wissen könnt, wann ihr das nächste Mal online kommt, beziehungsweise was der Preis ist, wenn ihr das nächste Mal online kommt. Und da sind schon so viele Leute auf die Fresse geflogen, die mit 50 Mio offline sind, bei einem F-Coin-Kurs von, keine Ahnung, 120 und dann kommen sie am nächsten Tag online, F-Coin-Kurs ist bei 160 und ihr Geld hat einfach, sie haben einfach sau viel Geld verloren, indem sie offline waren. Und das ist echt bescheuert. Und klar, ich meine, wenn du jetzt 50 also wenn du jetzt 5 Mio hast, das sind 50 F-Coin und am nächsten Tag sind 50 F-Coin 6 Mio, ist es wirklich so schlimm? Nein. Aber es ist ja auch eher, also das war jetzt natürlich kleinkariert. Natürlich ist es wichtig, je höher der Betrag, desto wichtiger ist diese Regel. Je kleiner der Betrag, desto unwichtiger wird es. Aber ich würde halt einfach trotzdem immer drauf achten. Und ja, das waren eigentlich so die Tipps. Letztendlich ist die Priorität, habt ihr schon gemerkt, stark auch abhängig davon, was man spielt. Manche Klassen brauchen mehr Equipment, manche Klassen sind auf einen ausgerüsteten Ringmaster vielleicht sogar angewiesen. Andere brauchen gar nichts. Hit-and-Run-Elementor zum Beispiel, der braucht eigentlich nur ein 57er-Ding und ein 45er-Set so ungefähr und kann trotzdem leveln. Also es hängt leider auch wirklich stark von der Klasse ab, wie viel Geld man fürs Equipment ausgeben muss. Und je mehr Geld man fürs Equipment ausgeben muss, beziehungsweise je weniger, desto mehr kann man in Luxus-Items investieren. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flash Universe Video wiedersehen. Oder gerne auch im Livestream. Links dazu in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.